Hallo meine Freunde, hola madridistas. Real Madrid gewinnt standesgemäß gegen Kairat Almaty mit 5:0. Und trotzdem muss man sagen, Real Madrid hat sich lange gegen eine Mannschaft, die maximal Zweitliganiveau hat, sehr schwer getan. Bis zur 52. Minute stand es nur 1:0 für Real Madrid. Und die Jungs aus Kairat Almaty hatten sogar die ein oder andere Chance. Das war nicht die Reaktion, die ich mir von Real Madrid erhofft habe. Man sieht, die Niederlage gegen Atletico Madrid, die hat nicht nur Fragezeichen bei uns Fans verursacht, die hat auch Verunsicherung in der Mannschaft geschafft. Die Jungs treten lange nicht mehr so souverän auf, wie in den ersten 6 oder 7 Spielen in dieser Saison. Ja, im Endeffekt muss man sagen, wir müssen uns mal wieder bei einem kongenialen Duo bedanken, bei einem unglaublichen Arda Güler und bei einem Kylian Mbappé, der auf direktem Weg zum Ballon d'Or ist, wenn Real Madrid die Titel holt. Ja, ohne die beiden möchte ich gar nicht wissen, wie Real Madrid zurzeit überleben würde. Viel Spaß beim Video. Ja, und bevor wir uns Real Madrid widmen und dem Sieg von gestern, schauen wir uns einmal die Ergebnisse von gestern an. Wie ihr seht, ein Atlanta Bergamo gewinnt gegen Brügge, Madrid gewinnt gegen Kairat, Bodo Glimt und Tottenham trennen sich 2:2, Chelsea gewinnt gegen José Mourinhos Benfica mit 1:0. Galatasaray, was habe ich euch gestern in dem Video gesagt? Dass die nicht so schlecht sind, wie die von vielen gerade dargestellt werden. Dass die noch einige Mannschaften überraschen werden. Ja, ich habe recht behalten. Die schlagen die wohl zurzeit beste Mannschaft der Welt, Liverpool, mit 1:0. Ja, dann geht es weiter. Inter gewinnt gegen Slavia Prag 3:0. Marseille 4:0 gegen Ajax stark. Auch da habe ich gesagt, Marseille ist sehr stark, hat man gegen Madrid gesehen. Und zu guter Letzt, die Bayern gewinnen gegen Paphos mit 5:1 mit einem überragenden Olise. Wobei auch Olise diese Aktion gemacht hat. Ich glaube, ich würde die deutsche Presse nicht lesen wollen, wenn ein Vini sich das erlaubt hätte. Nichts abgesehen davon, Olise finde ich einen geilen Typen und ich hätte den gerne bei Real Madrid. Ja, ich glaube, das ist auch ein passender Übergang. Unterhalten wir uns jetzt über Real Madrid. Und eine Sache von Anfang an klargestellt, weil ich sehe es sonst schon wieder in den Kommentaren hageln. Mario, das war nur Kairat Almaty. Ja, jede einzelne Beurteilung, die ich über das heutige Spiel mache, ist alles unter dem Deckmantel, dass Kairat Almaty eine Mannschaft ist, die maximal Zweitliganiveau hat, sowohl in Deutschland als in Spanien. Also jede einzelne Beurteilung, die ich heute mache, muss man natürlich auch unter diesem Aspekt sehen. Das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Wenn ich etwas sage, könnt ihr das selber, also für euch im Kopf drosseln und wissen, das war Kairat Almaty. Ja, wie dem auch sei, schauen wir uns die Aufstellung an, die ein Xabi Alonso gewählt hat. Und ich bin ehrlich, ich bin etwas überrascht. Es gab natürlich die ein oder andere Rotation, aber bei weitem nicht so viel, wie ich es mir gedacht hätte. Also im Tor Thibaut Courtois, rechts ein Asensio, die Innenverteidigung ein Hausen und ein Alaba. Für den Österreicher hat es mich sehr gefreut, der hat die ganzen 90 Minuten gespielt. Links Fran Garcia, im Mittelfeld Tchouaméni, Ceballos, davor Arda Güler und vorne im Sturm die üblichen Verdächtigen. Also wenn man sieht, die einzige richtige Rotation war ein Fede Valverde, durfte sich ausruhen, ein Bellingham und ein Carreras. Der Rest war mehr oder weniger die Stammmannschaft von Real Madrid. Ja, und ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ich hatte bisher immer mit Xabi Alonso fast die gesamte Aufstellung erraten, aber in so einem Spiel gegen Kairat Almaty hätte ich mir gewünscht, dass Spieler wie ein Eduardo Camavinga oder ein Jude Bellingham, die Matchpraxis brauchen, die diese Minuten brauchen, dass die gespielt hätten. Und zwar am besten über 90 Minuten. Für mich ist es auch nicht verständlich, dass ein Jude Bellingham am Samstag fit genug war, gegen Atletico Madrid zu starten, aber jetzt gegen Kairat Almaty 70, 80 Minuten auf der Bank sitzt, obwohl er wieder, wie gesagt, diesen Spielrhythmus braucht. Naja, bin ich etwas verwirrt. Ja,
Kommen wir zum Spiel, denn auch da war ich sehr verwirrt mit den ersten 10 oder 15 Minuten von Real Madrid. Für diejenigen, die es nicht wissen, ich kam gestern zum Live-Watch-Along etwas zu spät, aber danke nochmal an alle, die da reingekommen sind. Wir waren nach ein paar Minuten schon über 500 Leute im Watch-Along. Seid ihr verrückt? Was für eine Stimmung da gestern war. Also das war richtig toll. Danke an jeden einzelnen von euch, der mich da begleitet hat. Das war ein genialer Abend, hat richtig Spaß gemacht. Naja, aber wie dem auch sei, ich habe mir das Spiel danach noch einmal in voller Länge angeschaut. Und ich muss sagen, ich war von den ersten 10, 15 Minuten von Real Madrid entsetzt. Jeder normale Mensch wusste, da brauchst du kein großer Fußballfan sein, dass es für die Jungs von Khairat Almaty das Spiel ihres Lebens sein wird. Die werden in den ersten 10, 15 Minuten, solange die Lunge es erlaubt, alles geben. Und Real Madrid findet nicht einmal spielerische Lösungen gegen Khairat Almaty. Und das, nachdem wir am Wochenende schon blutlos in das Spiel gegen Atletico Madrid gegangen sind, wo wir nicht annähernd die Intensität hatten, die wir gebraucht hätten. Ja, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir gegen Khairat Almaty hinten gelegen hätten. Ja, wie gesagt, bei weitem nicht die Reaktion, die ich von Real Madrid erwartet habe. Auch danach im Laufe des Spiels. Ich habe keinen Matchplan von Real Madrid gesehen. Es erinnerte mich an den Fußball, den ein Carlo Ancelotti hat spielen lassen. Geht raus und habt Spaß. Die einzige Lösung, die Real Madrid zurzeit hat, ist, gib den Ball irgendwie an Arda Güler, damit er mit einem genialen Moment, Drehung etc., damit er einen Kylian Mbappé findet und wir dadurch Tore machen. So sehr ich Arda Güler und Kylian Mbappé feiere, dazu komme ich auch gleich noch in der Einzelbewertung, das kann doch nicht die einzige Lösung von einem Real Madrid sein. Ein Xabi Alonso hat mit seinem Bayer Leverkusen so einen attraktiven, offensiven Fußball spielen lassen. Außenverteidiger, die ständig hinterlaufen haben. Mittelfeldspieler, die ständig in den 16er gezogen sind. Ballkombinationen, Innenverteidiger, die vorne aufgetaucht sind. Es hat Spaß gemacht, Leverkusen zuzugucken. Aber es hat gestern überhaupt keinen Spaß gemacht, Real Madrid zuzugucken. Selbst das 1:0 war ein individueller Fehler von Khairat Almaty, weil die Jungs halt nicht die Qualität haben, eigentlich um in der Champions League zu spielen. Ein Rückpass, der zu kurz ist, ein Franco Mastantuono macht das clever, macht das gut, legt den Ball am Torwart vorbei, ganz klarer Elfer. Falls irgendwie da jemand meckern möchte, dass Madrid so viele Elfer bekommt, soll der Torwart Franco Mastantuono nicht komplett umhauen, ist ein ganz klarer Elfer. Und wir können uns zum ersten Mal bedanken, dass Kylian Mbappé in einer Monsterverfassung ist. Er macht das 1:0. Aber selbst danach hat Real Madrid den Ball immer mehr dominiert, immer mehr das Spiel in die Hand genommen. Aber richtig erdrückt haben sie Khairat Almaty auch nicht. Das einzige Mal, wenn Gefahr entstanden ist, war jedes Mal, wenn Arda Güler am Ball war. Da hattest du als Madrid-Fan das Gefühl, jetzt kann was passieren. Vertikal, wie er sich um die Gegner gedreht hat, das hat schon sehr an Luka Modric erinnert. Danach in Quarterback-Manier, der braucht nur eine Sekunde, um den ganzen Platz zu scannen und um zu verstehen, ist es besser, wenn ich den Ball an Vini spiele, ist es besser, wenn ich Kylian schicke oder den an Mastantuono gebe, Ceballos etc. Das ist auch so eine Sache, die mir am Türken unglaublich gefällt. Man könnte jetzt denken, er versucht die Situation zu erzwingen. Er versucht lange Pässe auf Kylian Mbappé zu spammen, aber nein, wenn die Mannschaft aufrücken muss, wenn es besser ist für die Mannschaft, ich lege den Ball auf den Ceballos, ich lege den Ball auf den Tchouaméni, ich gebe den Ball mal zurück zu einem Diener, dann macht er das auch. Ganz im Gegenteil zu den Außenstürmern, die immer wieder versuchen, viel zu egoistisch die Situation zu erzwingen. Naja, wie dem auch sei, ich war nicht zufrieden. Es ist auch irgendwie bezeichnend, dass das 2:0 von Real Madrid entstanden ist, weil Fran Garcia einen katastrophalen Fehler hinten gemacht hat. Im 16er spielt er den Ball zurück zu Courtois, obwohl der Stürmer von Khairat Almaty 1 Meter entfernt war. Thibaut Courtois muss den Ball lange wegschießen, einfach nur nach vorne, sinnlos den Ball schießen. Ja, und du hast halt Glück, dass vorne ein Kylian Mbappé unterwegs ist, in der Form seines Lebens, der aus so einem langen Ball das 2:0 macht.
Ja, mit dem 2:0 hat Real Madrid, Khairat Almaty hat dann volle Pulle aufgemacht, die Räume waren da und dann, sobald ein Arda am Ball war, hat er vorne die Stürmer geschickt. Dann muss Real Madrid das Spiel dann doch deutlich höher gewinnen. Ich erinnere mich an eine Aktion, da spielt Arda einen tollen Pass auf Mbappé, der mit der Hacke auf Vini. Vini macht die Situation wirklich gut, ist da nicht eigensinnig, legt zurück auf Kylian Mbappé, der schießt am leeren Tor vorbei. Ja, Vini wird nie wieder abspielen jetzt. Naja, wie dem auch sei. Danach aber wieder eine tolle Kombination. Man muss auch sagen, die Einwechslungen von Xabi Alonso, die haben gestern funktioniert. Jeder Spieler, der reinkam, hat die Mannschaft bereichert. Vor allem ein Rodrigo hat mir sehr gut gefallen, aber auch ein Brahim. Rodrigo, kaum ist er drin, dribbelt er durch 2, 3 Mann, legt den Ball auf Arda, der macht es sehr schlau. Mit dem Außenriss lässt er auf Kylian Mbappé rüberlegen. Und ein Kylian Mbappé, der vorher aus 6 Metern verschießt, trifft jetzt aus 16, 17 Metern trocken in die lange Ecke. So ist der Fußball. Ja, und es ist auch bezeichnend, das 4:0 und das 5:0, dass das durch Einwechselspieler passiert. Wie gesagt, die Einwechselspieler hatten viel mehr Bock, viel mehr Energie. Rodrigo setzt sich super durch, tolle Flanke. Eduardo Camavinga macht das 2. Tor in der Champions League, seit der Spieler von Real Madrid ist. Und ein Brahim macht mit dem Schlusspfiff das 5:0. Über das Ergebnis können wir nicht meckern. Jedes Tor zählt in dieser Champions League. Ich habe es euch oft genug erklärt. Umso höher du am Ende in der Tabelle bist, umso länger hast du Heimrecht. Dieses Tor von Brahim könnte noch wichtig sein. Nach dem Tor hat der Schiedsrichter auch gar nicht mehr abgepfiffen. Also Brahim beendet quasi das Spiel mit seinem Tor. Ja, das sieht man auch in der Tabelle. Wie ihr seht, Real Madrid setzt sich nach 2 Spieltagen an den 2. Tabellenplatz. Nur die Bayern stehen vor Real Madrid. Und heute ist die zweite Hälfte des 2. Spieltags. Aber ich glaube, dass nicht allzu viele Mannschaften Real Madrid überholen werden. Real Madrid wird auf jeden Fall nach diesem Spieltag schon unter den Top 8 sein. Aber es war auch wichtig, denn die nächsten Champions League Gegner von Real Madrid, die haben ein anderes Kaliber als Khairat Almaty. Die nächsten 2 Gegner werden Juventus Turin und Liverpool in Anfield sein. Naja, sind wir mal gespannt, wie Real Madrid nach diesen 2 Spielen in der Tabelle dasteht. Hoffentlich immer noch unter den Top 8. Ja, das war mehr oder weniger eine Zusammenfassung von den Ereignissen. Aber im Großen und Ganzen, es war, wie gesagt, bei weitem nicht die Reaktion, die ich mir von meiner Mannschaft erhofft hätte. Ich hätte mir erhofft, dass die Spieler verstehen, wie sehr wir Fans unter der Niederlage gelitten haben. Aber ich glaube, wir Fans waren nicht die Einzigen. Die Spieler selber haben anscheinend auch gelitten. Sie wirkten verunsichert. Das Real Madrid, was in den ersten 6 Spielen vorne draufgegangen ist, gepresst hat, den Gegnern keine Luft zum Atmen gegeben hat, dieses Real Madrid ist verschwunden. Spieler, die absolut souverän am Ball wirkten, wirken unsicher. Xabi Alonso muss eine Lösung finden, denn dieses Real Madrid, das so spielt wie zurzeit, ist kein Real Madrid, was am Ende der Saison um jeden Titel kämpfen wird. Ja, und am Ende des Spiels hat sich Movistar den MVP des Spiels gepackt, einen Kylian Mbappé. Und sowohl er als auch der Trainer Xabi Alonso wurden beide zu dieser kongenialen Duo zwischen ihm und Arda Güler gefragt. Für mich das tödlichste Duo zurzeit in der Welt des Fußballs. Hören wir uns mal die Antworten von Kylian Mbappé zunächst einmal an. Guten Abend, herzlichen Glückwunsch. Guten Abend, vielen Dank. Wie sehr hat Real Madrid so ein Spiel wie heute Abend gebraucht, um das vom Samstag zu vergessen? Nein, man darf niemals vergessen, wir dürfen nicht vergessen, was an diesem Wochenende passiert ist. Es ist ein anderer Wettbewerb, aber man muss weiterhin an das denken, was an diesem Wochenende passiert ist und daran arbeiten, jeden Tag und jede Woche besser zu werden, damit wir so eine Nacht nicht noch einmal erleben. 23 Tore hat Real Madrid erzielt, davon hast du 13 geschossen. Ich sage das, weil das wirklich eine bedeutende Zahl ist, oder? Mehr als die Hälfte. Nein, gut. Meine Aufgabe war es, der Mannschaft zu helfen. Ich denke nur daran, der Mannschaft zu helfen, alles zu tun, was ich kann, damit das Team gewinnt. Und am Ende, wenn ich Tore schieße, ist das gut. Und wenn ich keine Tore schieße, aber der Mannschaft auf die eine oder andere Weise helfe, ist das auch gut. Das Wichtigste ist, dass das Team gewinnt, Spiele und Trophäen holt. Kylian, hast du das Gefühl, dass es eine besondere Verbindung zu Arda Güler gibt? Zumindest von außen sieht es so aus. Ja, gute Verbindung. Er ist ein junger Spieler mit viel Qualität, ein großes Talent. Wir versuchen ihm zu helfen, damit er seine beste Version für den Verein, für das Team zeigen kann. Im Moment spielt er sehr gut. Wir sind sehr glücklich, ihn in unserem Team zu haben und wir hoffen, dass er so weitermacht. Und ich bin von diesem Interview begeistert.
Ein Kylian Mbappé macht ganz klar, ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen. Und wir dürfen niemals vergessen, was uns am Wochenende passiert ist. Das ändert auch nicht. Ein Spiel gegen Khairat Almaty ändert nichts daran, was uns gegen Atletico Madrid passiert ist. Das ist genau die richtige Einstellung. Kylian Mbappé macht zurzeit auf dem Platz und außerhalb des Platzes alles richtig. Und ihr habt selber gehört, die Verbindung für Arda Güler, ja, 3 Jahre, die ist definitiv da. Ein Kylian Mbappé ist begeistert von dem jungen Türken, wie denn auch nicht. In dieser Saison hat Arda Güler 4 Assists und alle 4 sind auf Kylian Mbappé. Und Kylian Mbappé hat bisher einen Assist. Und der ist auf Arda Güler. Also man sieht dieses kongeniale Duo. Ich glaube, wie oft habe ich in meinen Videos schon gesagt, erinnern extrem von Spiel zu Spiel immer mehr an einen Mesut Özil und einen Cristiano Ronaldo. Ja, diese kongeniale Partnerschaft, auf die wurde auch ein Xabi Alonso angesprochen und er wurde auch gefragt, ob es jetzt dauerhaft so ist oder ob es geplant ist, dass Arda Güler jetzt eher auf der 10 spielt als auf der 8. Hören wir uns die Antwort von unserem Trainer einmal an. Ich wollte dich nach dieser Verbindung fragen, die du ein wenig zwischen Arda Güler und den Offensivspielern erwähnt hast, besonders nach dem Zusammenspiel mit Mbappé. Man merkte, dass die sich sehr gut verstehen. Viele der Vorlagen von Arda gingen an Kylian. Ist das etwas, das Ihnen ganz natürlich kommt? Sieht man das auch oft im Training? Und ich wollte auch erwähnen, dass man sieht, dass Arda jetzt etwas mehr auf der 10er-Position spielt. Nicht mehr so tief wie zu Beginn der Saison. Ist das eine bewusste Entscheidung oder ist das eher eine Folge dieser guten Verbindung, die er zum Beispiel mit Kylian hat? Nein, das ist eine bewusste Entscheidung. Es geht darum, seine Qualitäten auszunutzen und er kann beides spielen. Im Moment setzen wir ihn mehr zwischen den Linien ein, näher an, also so ein bisschen im Zwischenraum, ein wenig hinter den Linien, und damit wir gut mit ihm verbinden können. Und dann hat er es leicht. Er hat Tore geschossen, er hat die Fähigkeit, diesen letzten Pass zu spielen. Heute hat er sich auf eine spektakuläre Art gedreht, oder? Die Drehungen und das Ungleichgewicht, das er heute gezeigt hat. Ja, das Übersetzungstool war nicht perfekt, aber er ist begeistert von der Leistung von Arda Güler. Und er sagt, natürlich ist das eine gewollte Entscheidung, damit er Türke seine Stärken zeigen kann. Ja, und die hat er auch gezeigt. Ja, im Großen und Ganzen kann ich jetzt 2 Sachen sagen. Auf der einen Seite kann ich mich bedanken bei Kylian Mbappé und Arda Güler. Auf der anderen Seite muss Real Madrid noch deutlich mehr machen, muss noch deutlich sich entwickeln, um den Fußball zu spielen, der die Erfolge in Santiago Bernabéu bringen soll. Ja, und bevor ich mich verabschiede, ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung des Spiels, möchte ich euch noch die Leistung der einzelnen Spieler bewerten. Ja, ein Thibaut Courtois, es hat mich gewundert, dass ein André Lunin nicht gespielt hatte. Der Belgier hatte nicht viel zu tun, schwer zu beurteilen. Die Außenverteidiger haben mir beide überhaupt nicht gefallen. Ich erwarte bei solchen Spielen gegen so einen unterklassigen Gegner, dass unsere Außenverteidiger quasi Flügelstürmer sind. 80% des Spiels müssen die vorne Lösungen anbieten. Wenn ein Mastantuono in die Mitte zieht, muss er die Möglichkeit haben, Asensio abzuspielen. Der Verteidiger muss mit Asensio mitgehen. Auf der anderen Seite mit Fran Garcia habe ich gestern viel zu selten gesehen. Fran Garcia ist auch bei weitem nicht mehr der Fran Garcia aus der Club-WM. Wir können uns bedanken, dass er mit seinem Rückpass nicht das 1:1 verschuldet. In der Innenverteidigung, der Gegner war Khairat Almaty, trotzdem haben die Innenverteidiger das gut gemacht. David Alaba über 90 Minuten hat mich sehr für den Österreicher gefreut. Im Mittelfeld Dani Ceballos, Tchouaméni, beide einen tollen Job gemacht. Also Dani Ceballos zeigt, was für eine Klasse der hat, wie sicher er am Ball ist, wie er das Spiel von Real Madrid ordnet. Hat mir gut gefallen. Ein Tchouaméni war auch wieder bissiger, giftiger in den Zweikämpfen, etwas sicherer am Ball als gegen Atletico Madrid. Gute Leistung. Ja, zu Arda Güler, glaube ich, habe ich schon alles gesagt. Wir können froh sein, dass wir ihn haben. Vorne Mastantuono und Vini, zu eigensinnig, zu oft mit dem Kopf durch die Wand. Genau das, was ich eben beim Türken gelobt habe, muss ich bei denen kritisieren. Lasst doch das Spiel der Mannschaft euch eure vorteilhaften Situationen generieren. Spielt den Ball ab, renn, spiel den Ball ab, klatschen, Doppelpass, was auch immer, aber doch nicht ständig mit dem Kopf in die Wand, immer in 2 Gegner rein, den Ball verlieren, die Mannschaft muss wieder zurück, dadurch kommt gar kein Rhythmus ins Spiel.
Also schlechtes Spiel für mich, auch vorne von den Flügelstürmern. Da haben mir die Einwechselspieler, sowohl Brahim als auch Rodrigo, in der Viertelstunde, 10 Minuten, die gespielt haben, 20 Minuten, was auch immer, deutlich besser gefallen als ein Vini und ein Franco Mastantuono. Wie gesagt, die erzwingen es zu sehr, sind auch hier und da zu egoistisch. Ja, und Kylian Mbappé, das gleiche, was ich über Arda Güler sage, Kylian Mbappé ist auf direktem Weg, den Ballon d'Or zu gewinnen, wenn die Mannschaft am Ende der Saison so spielt, wie wir es uns alle erhoffen und auch die Titel abfallen, denn ohne Titel kriegst du keinen Ballon d'Or. Naja, am Ende der Saison ist ja auch noch die WM, mal schauen, wie es sich mit Frankreich da schlägt. Ja, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Real Madrid hat zwar 5:0 gewonnen, das Ergebnis stimmt, ich bin mit der Leistung nicht zufrieden. Ich hoffe, dass Real Madrid endlich aufwacht und wieder zu dem Madrid wird, was mich in den ersten 5, 6 Spielen begeistert hat. Ja, ich bin gespannt, was du zu meiner Analyse zu sagen hast. Lass das bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, liken, teilen, hypen und ein Follow da lassen, wenn du das nicht gemacht hast. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!